Du kaufst die teure Bio-Hafermilch und isst brav dein Müsli mit Haferflocken, weil du alles richtig machen möchtest. Aber biochemisch gesehen begehst du gerade einen Anschlag auf deinen Stoffwechsel. Die schockierende Wahrheit: Deine Hafermilch ist enzymatisch verzuckertes Wasser mit entzündlichem Pflanzenöl. Du trinkst keine gesunde Alternative, du trinkst ein hochverarbeitetes Zuckerölgetränk. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern die Datenlage führender Experten wie Dr. Nina Teichholz, Dr. Paul Saladino oder Professor Tim Spector. In diesem Video reißen wir 10 Lebensmitteln den Gesundheitsheiligenschein herunter. Produkte, die du für gesund hältst, die dich aber heimlich krank und dick machen. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 46 Jahren bin ich heute fitter, leistungsfähiger und gesünder, als ich es mit 30 war. Ohne teure Supplemente und mit nur 3 Stunden Training pro Woche. Wie ich das mache? Ich habe aufgehört, das zu tun, was alle machen und angefangen, auf meinen Körper zu hören. Meine Philosophie ist simpel. Häufig ist nicht gleich normal. Nur weil jeder in deinem Umfeld Übergewicht hat, Bluthochdruck, Gelenkprobleme und Energiemangel, heißt das nicht, dass das der menschliche Normalzustand ist. Ein kleiner Hinweis: Ich bin kein Arzt, sondern Diplom-Informatiker. Mein Gehirn ist darauf trainiert, Muster zu erkennen. Und weißt du, was mir auffällt? Wenn 80% der Menschen dasselbe über Ernährung erzählen, aber die meisten dieser Menschen übergewichtig und krank sind, dann stimmt irgendwas mit der Information nicht. Der Körper ist ein System wie jedes andere auch. Schlechter Input führt zu schlechtem Output. So einfach ist das. Ich recherchiere, lese Bücher und Studien und höre Experten zu. Aber ich denke selbst. Heute räumen wir mit 10 gesunden Lebensmitteln auf, die deine Gesundheit sabotieren. Los geht's. Fangen wir direkt mit dem größten Betrug am Frühstückstisch an. Wir starten den Tag oft mit einem biochemischen Anschlag, halten es aber für Selbstfürsorge. Hafermilch gilt als der heilige Gral der modernen, bewussten Ernährung. Herzgesund, cholesterinsenkend, gut für das Klima. Aber schauen wir uns den Herstellungsprozess an. Hafer ist Getreide. Getreide besteht aus Stärke. Wenn du Haferflocken in Wasser wirfst und mixt, erhältst du eine schleimige, geschmacklose Pampe. Das kauft niemand. Was macht die Industrie? Sie fügt Enzyme hinzu. Diese Enzyme spalten die langkettige Stärke in winzige Zuckerbausteine auf. Maltose und Glucose. Das ist der Grund, warum Hafermilch süß schmeckt, auch wenn kein Zucker zugesetzt auf der Packung steht. Der Zucker entsteht während der Produktion. Biochemisch gesehen trinkst du also kein Getreidewasser, sondern eine Glukoselösung. Das schießt direkt in dein Blut. Deine Bauchspeicheldrüse muss massiv Insulin ausschütten, um diesen Zucker zu bewältigen. Das hochverarbeitete Lebensmittel uns dazu bringen, unbewusst mehr Kalorien aufzunehmen, zeigte eindrücklich die NIH-Studie von Kevin Hall. Alle im Video genannten Studien findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Und damit deine Hafermilch ein cremiges Mundgefühl hat, das an Kuhmilch erinnert, wird Rapsöl oder Sonnenblumenöl hinzugefügt, oft begleitet von Emulgatoren, die deine Darmwand angreifen können. Hafermilch ist im Grunde Zuckerwasser mit entzündlichem Pflanzenöl und einem extra guten Marketingteam. Es ist ein hochverarbeitetes Industrieprodukt, das nichts mehr mit der Natur zu tun hat. Das bringt uns direkt zum nächsten Punkt, der oft im selben Mixer landet: Smoothies. Wir denken, es ist Obst, also ist es gesund. Das Problem ist die Zerstörung der Zellstruktur, der Matrix. Wie Dr. Weigel und Dr. Tim Noakes betonen, liegt der Zucker in einer ganzen Frucht eingebunden in einer Fasermatrix, den Zellwänden. Wenn du in einen Apfel beißt, musst du kauen. Das ist die Kaubremse. Deine Verdauung muss arbeiten, um den Zucker herauszulösen. Der Zucker gelangt langsam ins Blut. Ein Hochleistungsmixer häckselt diese Zellwände in Sekundenbruchteilen klein. Du zerstörst die Struktur. Wenn du einen Smoothie trinkst, trinkst du in 30 Sekunden die Fructose von mehreren Äpfeln, Orangen, Bananen oder was auch immer du in deinem Mixer zerstörst. Niemand würde diese Menge Fruchtzucker auf einmal essen, aber flüssig? Kein Problem. Das ist eine Zuckerinjektion, die direkt in deiner Leber landet und dort zur Verfettung beiträgt. Es ist biochemisch kaum von einer Cola zu unterscheiden. In meinem Video zum Thema Fettleber erkläre ich genauer, wie Fruchtsäfte, aber auch zu viele Früchte deiner Leber schaden. Und um das Frühstücksdesaster perfekt zu machen, das Knuspermüsli. Die Verpackung schreit Vollkorn, Fitness, Start in den Tag. Die Realität ist, es ist Dessert zum Frühstück. Cornflakes zum Beispiel werden durch Extrusion hergestellt, extremer Druck und extreme Hitze. Das denaturiert die Proteine und macht sie potenziell allergen. Dazu kommt der Zuckeranteil. Wenn du Hafermilch über dein Knuspermüsli kippst und dazu einen Smoothie trinkst, hast du deinem Körper gerade eine Zuckerlast verpasst, die er evolutionär gar nicht kennt. Der Blutzucker schießt hoch, Insulin flutet den Körper und 2 Stunden später im Büro um 10:30 Uhr stürzt der Blutzucker ab. Du wirst müde, unkonzentriert und bekommst Heißhunger. Das ist keine Charakterschwäche, das ist reine Biochemie. Du bist im Unterzuckerungsteufelskreis gefangen. Bevor wir zu den Fetten kommen, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Hafermilch, Smoothies, Müsli. Wie viele dieser 3 hattest du alleine in der letzten Woche auf dem Tisch? Schreib mal die Zahl 1, 2 oder 3 unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wer hier die volle Punktzahl bekommt.
Kommen wir zu einer Kategorie, bei der wir systematisch belogen wurden, und zwar aus reiner Profitgier. Jahrzehntelang hat man uns erzählt, tierische Fette sind schlecht, pflanzliche Öle sind gut fürs Herz. Aber stimmt das wirklich? Schauen wir uns mal die Geschichte dieser Öle an. Wie Dr. Nina Teichholz in ihrer Recherche herausgefunden hat, war Baumwollsaatöl zum Beispiel ursprünglich ein Schmiermittel für Maschinen in der industriellen Revolution. Damit hat man Motoren geölt und keine Menschen gefüttert. Und ja, auch Rapsöl hat so eine Vergangenheit. Weil es eine Säure enthielt, die für Menschen giftig war, wurde es als Schmiermittel für Schiffe und Maschinen benutzt. Erst in den 70er Jahren haben kanadische Forscher eine neue Sorte gezüchtet, die man essen kann, das heutige Canola Oil bzw. Rapsöl. Jetzt wird es interessant. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, empfiehlt Rapsöl sogar als erstes Öl. Der Grund? Rapsöl hat tatsächlich ein recht gutes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3, etwa 2:1. Sonnenblumenöl dagegen hat ein Verhältnis von 120:1. Das klingt erstmal gut für Rapsöl. Warum ist es trotzdem ein Problem? Erstens, das Omega-3 in Rapsöl ist eine pflanzliche Form, die dein Körper kaum in die wichtigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA umwandeln kann. Zweitens, raffiniertes Rapsöl wird mit Chemikalien wie Hexan behandelt, erhitzt und desodoriert. Dabei können schädliche Stoffe entstehen. Und drittens, auch wenn das Verhältnis besser aussieht, Rapsöl enthält immer noch viel Linolsäure, eine Omega-6-Fettsäure. Dass der Ersatz von tierischen Fetten durch Linolsäure das Sterberisiko sogar erhöhen kann, zeigte schon eine große Studie aus den 60er Jahren, das Minnesota Coronary Experiment. Diese Studie wurde übrigens jahrzehntelang versteckt und erst 2016 neu ausgewertet. Dr. Paul Saladino erklärt es mit einem einfachen Bild. Linolsäure lagert sich in deine Zellwände ein. Sie ist sehr instabil. Stell dir vor, deine Zellen sind Häuser. Linolsäure ist wie trockenes Gestrüpp, das du Meter hoch um dein Haus stapelst. Solange alles ruhig bleibt, passiert nichts. Aber sobald ein kleiner Funke kommt, Stress, Rauchen, Zucker oder Schadstoffe aus der Umwelt, brennt alles lichterloh. Das nennt man oxidativen Stress. Deine Zellen werden dadurch sehr anfällig für Entzündungen. Und genau diese stillen Entzündungen stecken hinter fast allen modernen Krankheiten, von Herzinfarkt bis Krebs. Wie diese Entzündungen deine Blutgefäße kaputt machen, erkläre ich in meinem Video zum Thema Arteriosklerose, das ich dir hier verlinke. Doch Vorsicht, es geht nicht nur um das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6, sondern vor allem um die Menge an Linolsäure. Zu viel ist immer schädlich. Und merke dir, du kannst eine schlechte Ernährung nicht wegsupplementieren. Supplementieren bedeutet ergänzen, nicht ersetzen. Die Basis ist echter Fisch. Erst danach kommen Omega-3-Supplemente. Meine Empfehlung findest du auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Supplemente, Omega-3. Hör dir kurz selbst an, was Dr. Paul Saladino zum Thema Linolsäure, also Omega-6, zu sagen hat. Now, for people that aren't familiar, linoleic acid is an 18-carbon omega-6 polyunsaturated fatty acid. It occurs naturally in our foods, but I think that evolutionarily inappropriate consumption of high amounts of that are a driver of issues for humans. That's sort of foreshadowing a conversation about seed oils, which are simply the biggest source of linoleic acid that we get in our diets, and linoleic acid that's also been through some pretty heavy refining. Und wo wir gerade bei Fetten sind, kommen wir zur Low-Fat-Lüge. Magerquark, Light-Joghurt, fettarme Milch. Um das zu verstehen, müssen wir einen Blick hinter die Kulissen der Macht werfen. Der Enthüllungsjournalist Michael Moss beschreibt in seinem Buch Das Salz-Zucker-Fett-Komplott ein geheimes Treffen im Jahr 1999. Die Geschäftsführer der größten Lebensmittelkonzerne der Welt, Nestle, Kraft, Coca-Cola, saßen in einem Raum. Ihnen wurde die wissenschaftliche Evidenz vorgelegt. Die Produkte machen die Menschen krank. Adipositas, Diabetes etc. explodieren. Die Manager wussten es. Aber was haben sie entschieden? Haben sie die Rezepturen gesünder gemacht? Nein, sie haben sich für den Profit entschieden. Fett ist teuer. Zucker und stärkehaltige Füllstoffe sind billig. Wenn du Fett aus einem Joghurt nimmst, schmeckt er wie Pappe. Also, was muss rein? Zucker, viel Zucker. Oder chemische Verdickungsmittel. Sie haben den sogenannten Genusspunkt, auch Blisspoint genannt, perfektioniert. Die perfekte Mischung aus Zucker, Salz und Mundgefühl, die dein Gehirn so stimuliert, dass du nicht aufhören kannst zu essen. Das Leitprodukt ist eine Mogelpackung. Erstens das Kalorienmärchen. Zwar sparst du auf dem Papier Kalorien, da Fett energiereicher ist als Zucker, aber du zahlst biochemisch einen hohen Preis. Der zugesetzte Zucker jagt deinen Blutzucker in die Höhe und provoziert eine massive Insulinausschüttung. Insulin ist ein Fettspeicherhormon. Solange es aktiv ist, ist Fettverbrennung biologisch unmöglich. Wenn du Low-Fett-Produkte isst, speicherst du also Fett, anstatt es loszuwerden. Zweitens, du verhungerst auf Vitaminebene. Vitamine wie A, D, E und K sind fettlöslich. Ohne das Fett im Joghurt kann dein Körper diese Vitamine nicht aufnehmen. Du isst Nährstoffe, scheidest sie aber ungenutzt wieder aus. Drittens, die Suchtspirale. Fett sättigt nachhaltig, Zucker erzeugt Heißhunger. Wenn du das Fett entfernst, nimmst du deinem Körper das Sättigungssignal. Die Folge, du isst mehr und wirst abhängig gemacht. Wurde dir auch jahrelang erzählt, Margarine sei besser als Butter? Zeig mir das mit einem Daumen nach oben, dass du bereit bist für die Wahrheit.
Jetzt müssen wir über ein Thema sprechen, das viele erst einmal schockiert. Wir müssen über Pflanzen sprechen, die im Laufe der Evolution chemische Abwehrstoffe entwickelt haben, um sich vor Fressfeinden zu schützen, sogenannte Antinährstoffe. Schon Hippokrates, der berühmteste Arzt der Antike, wusste vor über 2000 Jahren, alle Krankheiten beginnen im Darm. Heute, Jahrtausende später, bestätigt die moderne Wissenschaft genau das. Studien zeigen Zusammenhänge zwischen einer gestörten Darmflora und Depressionen, Parkinson und anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Im Diary of a CEO Podcast erklärte Professor Tim Spector eindrücklich, wie unsere Darmgesundheit unser Gehirn steuert, aber Sie selbst. The most dramatic change when people were improving their gut health through food with menopausal symptoms was on mood and energy. Because originally I'm a rheumatologist and was really interested in inflammation, I'd never put that connection between what was inflammation in the body and in your joints with what was going on in your brain. And suddenly, the latest science, when I'm going away doing my reading, is making it all so much clearer. It's really become, this new idea of things like depression, things like mood changes, things like fatigue and energy, which I hadn't really thought about as, in a way, a malfunction of the brain responding the wrong way to signals from the rest of the body. But it suddenly all comes into focus about how holistic the whole system is and how really the brain is just another organ. And this link with the gut is absolutely crucial because that's where it gets most of its information from. We have this vagus nerve that goes from our gut to our brain, the longest nerve in the body, and 80% of the signals go gut to brain. Only 20% go brain to gut. So all these things together have just made me realize how important what going into our gut is, our diet is, and how that influences many things in our brain that I didn't put together before. And I don't think most of the medical world have put together before. And Wir hören immer, iss Vollkorn, die Schale ist das Gesunde. Aber aus Sicht der Pflanze ist die Schale der Tresor. Dort lagert sie ihre Abwehrstoffe, um nicht gefressen zu werden. In der Schale sitzen Lektine und Phytinsäure. Dr. Paul Saladino erklärt das so. Phytinsäure ist wie ein Magnet im Darm. Sie bindet wichtige Mineralien wie Zink, Magnesium, Calcium und Eisen. Das ist in Studien gut belegt. Phytinsäure reduziert die Bioverfügbarkeit dieser Mineralien signifikant. Sie krallt sich diese Stoffe, bevor dein Körper sie aufnehmen kann. Das Resultat, du isst zwar ein mineralstoffreiches Brot, aber du nimmst die Mineralien gar nicht auf. Du verhungerst auf mikronährstofflicher Ebene, obwohl du satt bist. Zusätzlich können Lektine die Darmwand reizen und durchlässig machen, das sogenannte Syndrom des löchrigen Darms, auch Leaky Gut genannt. Toxine gelangen in die Blutbahn, das Immunsystem flippt aus und du fühlst dich schlapp und krank. Wie ungesund Brot in Wahrheit ist und wie Getreide deinen Darm löchrig macht, erkläre ich auch in meinem Video zum Thema Brot, das ich dir hier verlinke. Ein weiteres gesundes Grundnahrungsmittel ist Reis, besonders Reiswaffeln, der Snack für Kleinkinder, Fitnessgurus und Abnehmwillige. Aber hier haben wir ein Problem: Arsen. Die Reispflanze saugt dieses krebserregende Schwermetall aus dem Boden und speichert es vor allem in der Schale. Reiswaffeln sind also im Grunde konzentriertes Arsen. Dazu kommt, der glykämische Index ist höher als bei Haushaltszucker. Dr. Weigel warnt explizit vor dem regelmäßigen Konsum. Und auch das Bundesinstitut für Risikobewertung bestätigt das. Jetzt kommt das Paradoxon. Wenn du Reis isst, dann nimm weißen Reis, zum Beispiel Basmati. Der ist oft besser als brauner Vollkornreis. Warum? Weil mit der Schale auch das meiste Arsen entfernt wurde. Und die Antinährstoffe gleich mit. Dr. Paul Saladino nennt weißen Reis the least toxic starch, also die am wenigsten giftige Stärkequelle. Noch ein Tipp: Wasche den Reis vor dem Kochen gründlich. Am besten über Nacht einweichen. Das reduziert den Arsengehalt nochmal deutlich. Wenn du also Kohlenhydrate brauchst, zum Beispiel als Sportler bei Extrembelastung, erkläre ich auch in meinem Video zum Thema Kohlenhydrate, dass gut gewaschener weißer Reis eine der sauberen Optionen ist. Die Lieblinge der pflanzlichen Ernährung und oft als primäre Proteinquelle gepriesen. Auch hier gilt das oberste Gesetz der Natur. Pflanzen schützen sich mit Antinährstoffen vor Fressfeinden. Hülsenfrüchte sind vollgepackt mit Abwehrstoffen wie Lektin und Protease-Inhibitoren. Das Problem ist, die Protease-Inhibitoren blockieren genau die Enzyme, die du brauchst, um Protein zu verdauen. Du isst zwar laut Tabelle viel Eiweiß, aber es kommt nicht in deinen Zellen an. Stattdessen landet es unverdaut im Dickdarm, wo es fault und gärt. Das ist der Grund für die klassischen Blähungen. Der Spruch, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, ist nicht lustig, es ist ein Hilfeschrei deiner Verdauung. Es zeigt, dass du das Nahrungsmittel nicht verträgst. Dazu kommen Lektine, die deine Darmwand angreifen und löchrig machen, Leaky Gut. Wenn du Hülsenfrüchte essen möchtest,
musst du sie wie unsere Vorfahren behandeln. Mindestens 24 Stunden einweichen, das Wasser wegschütten und am besten im Schnellkochtopf unter Druck kochen. Das zerstört einen Großteil der Lektine. Die schnelle Dose Linsen im Salat ist dagegen ein direkter Angriff auf deinen Darm. In meinem Video über pflanzliche Antinährstoffe, das ich dir hier verlinke, erfährst du mehr dazu, wie du dich vor diesen pflanzlichen Abwehrstoffen schützt. Besonders kritisch ist Soja. Soja enthält Isoflavone, sogenannte Phytoöstrogene. Diese Stoffe ähneln dem weiblichen Sexualhormon Östrogen so stark, dass sie an deinen Körperrezeptoren andocken können. Bei normalem Verzehr von Tofu oder Sojamilch scheint das kein Problem zu sein. Aber wenn Soja hochverarbeitet und in großen Mengen konsumiert wird, was schon mal bei veganer oder vegetarischer Ernährung vorkommt, oder als isolierte Isoflavonpräparate, gibt es berechtigte Warnungen vor hormonellen Effekten. Besonders bei Säuglingen und Kleinkindern raten Experten zur Vorsicht. Dazu kommt ein weiteres Problem: Sojaöl. In den USA ist Sojaöl mittlerweile die Hauptquelle für Linolsäure, jene Omega-6-Fettsäure, die wir bereits besprochen haben. Sojaöl macht dort über 60% des gesamten Speiseölkonsums aus. Das hat dazu geführt, dass sich die Linolsäureaufnahme im letzten Jahrhundert mehr als verdoppelt hat. Last but not least, zum Schluss noch 2 Lieblinge aus der Bio-Abteilung. Fangen wir mit dem Agavendicksaft an. Es ist natürlich, also es ist besser als Zucker. Falsch. Agavendicksaft besteht bis zu 90% aus Fructose. Fructose hat einen entscheidenden Nachteil: Sie kann fast nur von der Leber verarbeitet werden. Wenn du Agavendicksaft isst, landet diese konzentrierte Fructose in der Leber und wird dort, ähnlich wie Alkohol, direkt in Fett umgewandelt. Das führt zur nicht-alkoholischen Fettleber und treibt die Insulinresistenz voran. Noch schlimmer, Fructose umgeht unser Sättigungssignal. Sie unterdrückt das Hormon Grelin nicht. Dein Gehirn bekommt nie die Meldung: Ich bin satt. Agavendicksaft ist der schnellste Weg zur Fettleber, den man in der Bio-Abteilung bekommt. Und das bringt uns zur häufigsten Frage: Was ist mit Honig? Honig ist zweifellos ein faszinierendes Naturprodukt. Er enthält Enzyme, Antioxidantien und wirkt antibakteriell. Er ist definitiv besser als raffinierter Haushaltszucker oder der Industriesirup aus der Agave. Aber, und das ist ein großes Aber, biochemisch betrachtet ist auch Honig Zucker. Er besteht aus einer Mischung von Fructose und Glucose. Dein Körper muss auch hier Insulin ausschütten, um den Zucker zu verarbeiten. Lass dich nicht vom Gesundheitsanstrich täuschen. Honig ist kein Freifahrtschein. Wenn du metabolisch gesund, schlank und aktiv bist, ist ein Löffel hochwertiger roher Imkerhonig völlig okay. Aber wenn du abnehmen möchtest oder bereits Probleme mit Insulinresistenz hast, was meiner Meinung nach die meisten Menschen haben, bleibt Zucker eben Zucker, auch wenn er vom Imker kommt. Wir stehen jetzt vor einem Scherbenhaufen. Kühlschrank leer, Vorratsschrank giftig. Was sollen wir überhaupt noch essen? Wir müssen den Ist-Zustand korrigieren. Wir müssen aufhören, das zu essen, was die Industrie uns aus Profitgier mit billigen Füllstoffen andreht, und anfangen, das zu essen, was unser Körper biochemisch erwartet und die Natur uns gibt. Die vorhin erwähnten Manager von 1999 haben sich für den Profit entschieden. Du musst dich heute für deine Gesundheit entscheiden. Hier ist der Schnelldurchlauf für deine Alternativen. Erstens, statt Hafermilch, trink Wasser, schwarzen Kaffee oder, wenn du es verträgst, hochwertige Weidemilch. Sie enthält Nährstoffe, keine Industrieenzyme. Wenn du keine Milch verträgst, trink keine Milch. Zweitens, statt Saatenölen wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl, geh zurück zu den Fetten, die wir seit Jahrtausenden nutzen. Butter, Ghee, also geklärte Butter bzw. Butterschmalz, Kokosöl oder Rindertalg. Diese Fette sind stabil und oxidieren nicht. Drittens, statt Agavendicksaft oder Honig, wenn du Lust auf Süßes hast, iss Früchte in ihrer ganzen Form oder versuche auf Zucker gänzlich zu verzichten. Dein Geschmackssinn wird sich anpassen und deine Gesundheit wird es dir danken. Viertens, statt Reiswaffeln iss echte Nahrung. Ein gekochtes Ei, ein Stück Fleisch, Gemüse, Dinge, die nur eine Zutat haben. Fünftens, statt Leitprodukten, hab keine Angst vor natürlichem Fett in Fleisch, Eiern oder Milchprodukten. Es ist der Baustoff für deine Hormone und wichtig für die Vitaminaufnahme. Wir haben heute die Fehler in deinem Lebensalgorithmus aufgedeckt. Hier ist die Zusammenfassung der 10 Saboteure, die du ab sofort aus deinem Leben streichen solltest. Erstens, Hafermilch, Smoothies und Müsli. Sie sind keine gesunden Start-ups, sondern reine Zuckerinjektionen, die deinen Blutzucker crashen lassen. Zweitens, industrielle Pflanzenöle, besonders Saatenöle. Raps- und Sonnenblumenöl wirken wie Rost für deine Arterien und fördern chronische Entzündungen. Drittens, Leitprodukte. Ein Marketingbetrug, der dir wertvolle Fette raubt und dich mit Zucker abhängig macht. Viertens, Vollkorn- und Hülsenfrüchte. Die gesunde Schale und Abwehrstoffe wie Lektine können deinen Darm löchrig machen und Nährstoffe blockieren. Fünftens, Reis und Soja. Arsen im Reis und hormonaktive Stoffe im Soja sind Risikofaktoren, die oft verschwiegen werden. Und sechstens, Agavendicksaft und Honig. Egal, wie natürlich das Label aussieht, für deine Leber bleibt es eine Belastung, die zur Verfettung führt.
Gesundheit entsteht nicht dadurch, dass du noch mehr Superfoods isst, sondern indem du die Störfaktoren eliminierst. Dein Körper hat einen perfekten Selbstheilungsalgorithmus. Lass ihn einfach seinen Job machen, indem du aufhörst, ihn zu vergiften. Zum Abschluss noch ein Gedanke. Das Wissen von früheren Generationen wurde durch den Fernseher und das Internet komplett überschrieben. Was Oma und Uroma und Ururoma weitergegeben haben, wurde in kurzer Zeit gelöscht. Wir haben verlernt, was Nahrung ist, weil Konzerne Profite über unsere Gesundheit gestellt haben. Aber du hast jetzt das Wissen, um das zu ändern. Es gibt ein chinesisches Sprichwort. Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die zweitbeste ist jetzt. Es ist egal, was du gestern gegessen hast. Wichtig ist, was du bei der nächsten Mahlzeit tust. Aktuell sind nur ca. 35% meiner Zuschauer abonniert. Wenn du diesen Kanal unterstützen möchtest und keine Lust mehr auf Mainstream-Mythen hast, klicke jetzt kostenlos auf Abonnieren. Das Thema für nächste Woche steht noch nicht fest, wir stimmen aber dazu zeitnah im Telegram-Kanal ab. Wenn du den Kanal aktiv mitgestalten möchtest, komm gerne dazu. In diesem Sinne, bleib kritisch, bleib gesund und fang an. Peace out.